wer weg will aus der EU und nebenbei auch noch den britischen Pass erwerben will, ohne sich hier dem britischen Regen aussetzen zu müssen, der sollte einmal Gibraltar ins Auge fassen und genau darüber wollen wir in diesem Video sprechen. Viele wollen weg aus der EU. Viele sehen die EU im Grunde als sowas wie die neue Sowjetunion, will ich schon fast sagen. Ja, man hat ein Parlament hier in der EU, das keine wirkliche Macht hat, so wie das Parlament in der ehemaligen Sowjetunion. Das EU-Parlament kann nicht mal Gesetze vorschlagen und man hat hier eine Führung unter der EU-Kommission, unter Ursula von der Leyen, die hier jede Menge Hinterzimmerdeals machen, die sehr intransparent sind, die im Grunde vom Bürger nicht gewählt werden und die auch das EU-Parlament nur bestätigen darf, aber nicht selbst bestimmen darf. Ja, also alles ziemlich undurchsichtig, so eine Priesterkaste, die dort steht an der Spitze der EU und gigantisch viel Macht hat und im Grunde genommen auch über die Politik der Länder Macht hat und die Parlamente, die demokratisch gewählt wurden in diesen Ländern. Alles eine ziemlich beunruhigende Entwicklung und wenn man sich so anschaut, was so die EU plant, wir haben ja hier schon vielfach drüber geredet, AMLA, MiCA, Travel Rule, DRC8 und so weiter und so fort. Alles beschlossene Dinge. Das EU-Kontenregister. Möglicherweise macht man sich Gedanken hier zu einer EU-weiten Vermögensteuer. Also wenn man sich das alles anschaut, dann sagt man sich, naja, lieber will ich mein Vermögen außerhalb der EU hier schützen. Lieber will ich mich selbst hier außerhalb der EU bewegen. Und auch wenn zum Beispiel in Großbritannien alles nicht beim Besten ist, das kann man wirklich sagen, ist es dennoch ein großes Land, das ist außerhalb der EU. Das heißt, der britische Pass und generell Gebiete mit britischem Einfluss sind interessant. Wir haben ja auch schon hier über Irland gesprochen. Über was man nicht so oft spricht, ist dabei aber Gibraltar. Gibraltar, ein winziges Gebiet hier an der Südspitze Spaniens, direkt gegenüber von Afrika, was letztlich hier die Straße von Gibraltar hier beherrscht. Etwas vergleichbar, wenn man sich die Größe anschaut, vielleicht mit dem Vatikan oder Monaco, winzig klein. Aber dennoch kann man dort tatsächlich leben und tatsächlich kann man dort auch eine Aufenthaltsbewilligung bekommen und dort steuerlich ansässig werden und das sogar ehrlich gesagt ziemlich einfach, jedenfalls wenn man über genügend Vermögen verfügt und das genau ist der Status, über den wir heute sprechen wollen, nämlich hier der HNWI-Status, High Net Worth Individual Status in Gibraltar oder auch die Kategorie 2 Aufenthaltsgenehmigung, um die es hier geht. Dafür musst du 2 Millionen Pfund an Vermögen nachweisen, ungefähr 2,2 Millionen Euro. Es kann Vermögen jeder Art sein. Du brauchst einfach ein Schreiben deines Steuerberaters, das hier belegt, dass du entsprechendes Vermögen hast und dann bekommst du hier die Ansässigkeit. Du musst auch noch eine Wohnung dort mieten, die muss mindestens 60 Quadratmeter groß sein, kannst natürlich auch was kaufen. Wenn du was kaufst, dann sind wir bei der Größe sicherlich schon bei 500.000. Du kannst aber auch was mieten. Ich würde mal sagen, die Preise liegen so bei 2.000, 2.500 mindestens, die man dafür berücksichtigen muss. Und wenn du diese Bedingungen erfüllst, dann bekommst du dort die steuerliche Ansässigkeit. Du bekommst auch jedes Jahr ein steuerliches Ansässigkeitszertifikat gedruckt. Du lebst hier sozusagen im Süden Europas. Natürlich wird das als Steueroase in gewisser Weise verrufen, aber es steht jetzt auf keiner schwarzen Liste oder keiner grauen Liste oder irgend sowas drauf. Die Briten sind jetzt ja nicht unbedingt zimperlich mit Compliance, also deswegen durchaus eine seriöse Adresse. Das Allerbeste ist, es gibt keine Anwesenheitspflicht. Ja? Du musst keinen einzigen Tag dort in Gibraltar verbringen und bist trotzdem dort steuerlich ansässig. Du musst natürlich aufpassen, ja, dass du in keinem anderen Land die unbeschränkte Steuerpflicht auslöst. Vielfach muss man sagen, nutzen Gibraltar Personen, die vielleicht in Spanien wohnen. Dann können sie hin und her pendeln, vielleicht zwischen den Wohnsitzen oder denen der spanische Lebensstil gefällt. Aber darfst natürlich jetzt nicht hier mehr als 183 Tage in Spanien sein. Andere Länder haben ja auch andere Regeln. Da geht es gar nicht nur um die Anwesenheit, sondern zum Beispiel um die Frage, ob du dort einen Wohnsitz hast oder nicht. Aber wenn du jetzt in einem Land leben willst und dann auch tatsächlich ein steuerliches Ansässigkeitszertifikat bekommen willst, dann kannst du das erreichen. Nun, in Gibraltar hat man kein Abkommensschutz. Also das ist im Grunde genommen so wie Dubai oder Monaco. Aber wie gesagt, du musst nichts investieren, du musst nur dein Vermögen nachweisen und dann bekommst du dort den Aufenthaltstitel. Hinsichtlich Steuern ist es so, dass du jährlich eine Pauschalsteuer bezahlen musst. Die liegt so ungefähr bei 40.000 Euro und du musst auch, wenn du dorthin ziehst, ja,
einen Steuervorschuss bezahlen in Höhe von 44.000 Pfund. Das sind also ungefähr 50.000 Euro. Ja, das ist also eine Steuervorauszahlung. Aber das sind auch schon so die Bedingungen. Also natürlich, dann gibt's das übliche polizeiliches Führungszeugnis und so weiter und so fort. Ja, aber du musst jetzt hier nicht irgendwie eine Immobilie erwerben oder eine Firma gründen oder sowas, ja, sondern eben du musst dein Vermögen nachweisen und du musst hier die Steuern vorausbezahlen. Das sind deine Verpflichtungen und musst dann eben jedes Jahr hier ungefähr Steuern in gleicher Höhe bezahlen. Etwas weniger sind es dann so ungefähr 40.000 Pfund. Also sagen wir mal 45.000 Euro. Lohnt sich das? Nun ja, also in Dubai müsstest du jetzt überhaupt keine Steuern bezahlen. Dafür musst du auch in Dubai mindestens 90 Tage anwesend sein. Dafür müsstest du auch in Dubai eben eine Wohnung kaufen für 500.000 Dollar oder aber dort eine Firma gründen. Da ist es auf jeden Fall einfacher in Gibraltar. Aber es muss sich natürlich lohnen, ja. Also das heißt, kannst du dir jetzt ja vorstellen, rechnen wir mal eben pro Jahr hier 45.000 Euro an Steuern. Wenn du 450.000 verdienst, zum Beispiel an ausländischen Kapitalerträgen oder mit Krypto, dann wären das 10%. Ja, also ich meine, 10% ist schon ein Wort. Ist ja jetzt nicht wirklich wenig. Wenn du zum Beispiel Rentner bist und du wohnst in Italien oder Griechenland, kannst dort den Sonderstatus nutzen, dann sind es 7%. Ja. In Malta zahlst du überhaupt keine Steuern auf Auslandseinkünfte, hast aber deine 5.000 Euro Pauschalsteuer. Ja. Also 40.000 jetzt hier zu bezahlen, ist jetzt nicht wirklich wenig. Das muss sich schon wirklich lohnen. Wie gesagt, du hast den Vorteil, dass du nicht anwesend sein musst. Also da sind so einige Dinge, die sind ganz interessant, aber sicherlich muss man sich da gut umschauen, bevor man sich dafür entscheidet. So, jetzt hast du sicherlich gefragt, was hat es jetzt mit diesem britischen Pass auf sich? Was ist überhaupt der Status dieser Gibraltesen, dieser Einwohner von Gibraltar? Was für einen Status haben die? Die haben British Territory Overseas Citizenship. Ja, das ist ein britischer Pass, aber dieser britische Pass, der gibt dir nicht das Recht, so ohne weiteres in UK zu leben. Sozusagen gibt es hier in UK verschiedene Kategorien an Staatsbürgerschaft und das ist eben die Staatsbürgerschaft für die Overseas Territories. Diese kriegst du auch in anderen Ländern, wie zum Beispiel auf den Cayman Islands. Was musst du nun tun, um diese zu bekommen? Und das ist nun wirklich happig, muss ich ganz ehrlich sagen. Du musst nämlich 5 Jahre lang wirklich dort leben. Also jetzt geht es hier nicht um den steuerlichen Status. Um den steuerlichen Status zu haben, musst du nicht dort leben. Aber wenn du die Staatsbürgerschaft willst, dann musst du dort leben. 5 Jahre lang und darfst innerhalb dieser 5 Jahre das Land nicht mehr als für 450 Tage verlassen. Im letzten Jahr sogar nur 90 Tage. Also dann musst du wirklich dort leben. Kannst vielleicht zum Urlaub rausgehen aber das war's. Und natürlich auf Geschäftsreise gehen, das geht natürlich auch. Das wird komplett digital überwacht. Also das heißt, du wirst registriert, wenn du das Gebiet betrittst und das Gebiet wieder hier verlässt, eben über deine ID, Einreise und Ausreise. Das heißt also, es ist nicht möglich, jetzt hier irgendwie zu sagen, ich mache jetzt hier irgendeinen Schmuh. Ich habe irgendeinen Freund, der wohnt in Spanien, der fährt da über die Grenze, kauft hier beim Supermarkt ein und dann sammle ich die Belege. Nein, also das wird lückenlos geprüft. Also das musst du dir wirklich vorstellen können. Also ich meine, es ist jetzt nicht hässlich Gibraltar, ja, aber das ist natürlich schon ein Wort, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn du natürlich dort einen Job annimmst, und das geht natürlich auch, ja, du musst ja nicht diesen Kategorie 2 HNWI-Status haben, du kannst auch dort einen Job annehmen, dann hast du ähnliche steuerliche Vorteile. Du kannst auch dort ein Unternehmen gründen. Das ist eine weitere Möglichkeit, wenn du jetzt zum Beispiel das Vermögen nicht hast, die 2 Millionen. Aber du musst wirklich dann dort dich aufhalten. Mal angenommen, du hast das jetzt. Du hast dich also 5 Jahre lang dort aufgehalten, warst nicht mehr als 450 Tage weg in diesen 5 Jahren. Dann bekommst du deinen British Overseas Territory Passport, ja, und bist dann eben britischer Overseas Territory Bürger. Und jetzt wird es interessant. Was du jetzt nämlich machen kannst, ist, du kannst jetzt hier beantragen in UK beim Ministerium, beim Foreign Office, dass dieser Pass hier eingetauscht wird in einen normalen britischen Pass. Und das ist tatsächlich möglich. Und dann darfst du in UK leben. Ja? Also insgesamt ein ziemlich komplizierter Vorgang, muss man sagen. Und wie gesagt, will man wirklich in Gibraltar leben? Also das nächste Mal, wenn du in Marbella im Urlaub bist, fahr einfach mal vorbei. Schau es dir mal an, ist auch für die Kinder interessant. Da gibt es diesen großen Berg mit den Affen. Wobei vor den Affen, da musst du dich hier in Acht nehmen. Die reißen dir auch schon mal die Haare aus oder klauen dir die Brille. Ja, habe ich mir sagen lassen. Aber schau es dir mal an.
Vielleicht kannst du es dir vorstellen, wenn du es dir vorstellen kannst. Wir haben tatsächlich zum Beispiel einen Mandanten, an den ich denken muss, der hat dort eine Stelle angenommen, beziehungsweise ein Unternehmen gegründet. Der war jetzt wirklich mehrere Jahre vor Ort. Ich glaube, es gibt schlimmere Orte, aber wie gesagt, also ob es so reizvoll ist, weiß ich jetzt auch nicht. So viel zum Thema Gibraltar. Also eine Möglichkeit, wie gesagt, hier in Großbritannien zu leben, den britischen Pass zu bekommen. Eine andere Möglichkeit natürlich wäre zum Beispiel erst den irischen Pass zu beantragen, 5 Jahre lang in Irland zu leben. Damit darfst du dann auch mit dem irischen Pass in UK leben. Und wenn du dann 5 Jahre in UK lebst, kannst du dann auch den britischen Pass beantragen. Also das wäre ebenfalls ein Weg. Es gibt verschiedene Wege, die nach Rom führen. Wenn du hier scharf bist auf den britischen Pass, kannst du einen dieser Wege gehen. Und natürlich, wie gesagt, das Gleiche ist auch möglich in den Cayman Islands oder auf den anderen Überseegebieten des UK, vielfach aber dort mit höheren Auflagen. Da musst du dann Immobilien kaufen und so weiter und so fort. Und auch dort gibt es dann ähnlich strenge Anwesenheitsregeln übrigens. Wir können dir jedenfalls helfen, das alles in Gibraltar zu organisieren. Wir haben hier Kollegen in Gibraltar, die sind sehr erfahren damit, diesen Aufenthaltstitel zu beschaffen, selbst wenn du einfach nur den Aufenthaltstitel wählst und jetzt noch gar nicht dort wirklich leben willst und noch keine Staatsbürgerschaft beantragen willst. Ein interessantes Gebiet auf jeden Fall in Europa. Man vergisst es oft, man spricht nicht so oft darüber, aber durchaus interessant, ja auch nicht unumstritten hier, immer mit Spanien, aber die Briten halten hier ganz zäh daran fest und es sieht nicht so aus, als würde hier Gibraltar über kurz oder lang an Spanien gehen. Wenn das Themen sind, die auch dich interessieren, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Fragen zu unterstützen, bei der Auswanderung, Steueroptimierung im Ausland, Vermögensaufbau im Ausland und ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.